Ja, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen kleinen Heli für euch und zwar ein Design-Update von der kleinen Flightzone EC135. Die habe ich euch ja damals schon mal im ADAC-Design hier präsentiert. Jetzt gibt es sie ganz neu im Schweizer RC Matt-Design, auch natürlich von der Firma Flightzone bzw. Pichler. Hier wieder als RTF-Version. Hier nur der kleine Unterschied, wir haben hier schon einen Höhensensor verbaut. Da diese Version ja wie gesagt identisch ist mit der ADAC-Variante, werde ich es in dem Video nicht mehr alles einzeln erklären und zeigen. Wenn ihr euch zum Beispiel die Fernsteuerung und Funktionen angucken wollt, die sind ja komplett identisch, das könnt ihr gerne mal im Video zur ADAC-Version machen. Das verlinke ich euch mal hier oben. Der Packungsinhalt ist auch identisch. Wir haben hier natürlich wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Wir haben ein LiPo dabei, etwas Werkzeug und ein Ladekabel zum Laden des LiPos. Von daher werde ich jetzt auch kein einzelnes Unboxing mehr machen. Was ich euch in dem Video zeige, ist aber natürlich die RC Matt-Version etwas genauer. Also ich zeige euch den Heli mal etwas im Detail und am Ende gehen wir natürlich auch nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Ja, wir haben hier wieder eine sehr schicke EC, wie ich finde, diesmal im Schweizer RC Matt-Design. Auch hier ist die Rumpfform für mich wieder eher eine EC bzw. H145 als eine 135, weil der Rumpf gerade hier oben im Dombereich eher einer EC 145 ähnelt. Aber lassen wir das Thema und beschränken wir uns auf das trotzdem richtig gut gelungene Design. Bis auf die Lackierung ist der Rumpf natürlich komplett identisch zur ADAC-Version. Wir haben hier wieder richtig viele Nieten auf dem Rumpf verteilt und auch die ganzen Stöße und Türkonturen wurden hier schön abgebildet. Auch die ganzen Luftschlitze hier am Rumpf sind mit abgeformt. Wir haben hier bei der EC 135 RC Matt diesmal keinen richtigen Fenestron verbaut, sondern wieder den ganz normalen Heckrotor auf der rechten Seite, was optisch jetzt natürlich nicht ganz so schön aussieht, aber im Flug auch fast nicht zu sehen ist. Und dafür ist die Version natürlich auch etwas günstiger. Vorne haben wir noch zwei Cable Cutter angebracht und auf der Frontscheibe haben wir noch einen Scheibenwischer. Am Heckausleger haben wir auch noch zwei kleine Antennen angebracht und auf der Unterseite haben wir noch so eine kleine Kiste dargestellt. Die Lackierung ist hier wirklich sehr sauber aufgebracht und auch die ganzen Decals wurden hier unter dem Lack sauber angebracht. Das RC Matt Design gefällt mir wieder richtig gut. Das Landegestell ist hier auch wieder etwas einfacher gehalten und die Scheiben wurden hier wieder schwarz lackiert, was aber richtig gut zur roten Lackierung passt, wie ich finde. Wir haben natürlich auch wieder einen Vierblatt-Rotorkopf verbaut mit schwarzen Rotorblättern. Die Taumelscheibe und der Rotorkopf bestehen hier aus Kunststoff und die Rotorwelle natürlich aus Metall. Angesteuert wird die Taumelscheibe wieder von 3 Mikroservos. Angetrieben wird die EC von Brushed-Motore und zwar der Hauptantrieb über eine Ritzel-Zahnradverbindung und der Heckrotor natürlich direkt. Als Beleuchtung haben wir wieder einen Scheinwerfer hier vorne am Cockpit und eine rote LED oben auf dem Seitenleitwerk. Die ganze Elektronik und das Akkufach befinden sich hinter der vorderen Haube. Die kann man hier ganz einfach abziehen. Man muss nur aufpassen, dass man sich das Kabel der LED nicht abreißt. Hier oben haben wir dann das Steuerbord mit Empfänger und Stabilisierungsgyro. Und darunter befindet sich das Akkufach, wo wir dann den Hardcase-Akku ganz einfach bis zum Anschlag einschieben müssen. Dann kann man die Haube wieder vorsichtig schließen. Das ist manchmal etwas fummeliger, aber es geht. Und dann kann man den Heli über den Knopf hier unten am Rumpf einschalten und mit der Fernsteuerung binden. Und hier unten befindet sich noch ein Höhensensor, der dafür sorgen soll, dass die Höhe automatisch besser gehalten wird im Flug. Der Rotorkreis der EC beträgt ca. 255 mm, die Rumpflänge ca. 260 mm. Wir haben ein Abfluggewicht von 110 Gramm und eine ungefähre Flugzeit von 15 Minuten. Ja, ich finde, die RC Matt EC ist wieder ein richtig schicker kleiner Scaler geworden und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal ein paar schicke Drehtelleraufnahmen.
Auch hier natürlich am Ende noch ein kleines Fazit. Optisch muss ich sagen, ist die RC Matt-Version wieder ein richtig schickes Modell geworden. Da gibt es gar nichts zu meckern. Auch fliegerisch fliegt sie gutmütig und stabil. Solche Modelle sind fast schon schwieriger zum Abstürzen zu bringen, als sie zu fliegen. Auch das Höherhalten klappt, gefühlt im Schwebeflug etwas besser als im Flug. Aber meiner Meinung nach braucht man auch nicht unbedingt so einen Höhensensor. Für ganz blutige Anfänger ist es vielleicht ganz hilfreich. Der mitgelieferte Sender lässt sich natürlich auch wieder in Mode 1 und Mode 2 betreiben. Ihr könnt ihn auch ganz einfach umstellen, den Mode, und zwar indem ihr einfach nur die Start-Landetaste hier oben einmal länger drückt, beziehungsweise gedrückt haltet, während ihr die Fernsteuerung einschaltet und dann den jeweiligen Stick einmal hoch-runter macht. Das heißt für Mode 2 den linken Stick und für Mode 1 den rechten Stick. Ich zeige das mal ganz kurz, also einfach nur den Knopf länger halten, Fernsteuerung einschalten und für Mode 2 zum Beispiel den linken Stick hoch-runter machen und dann ist er auf Mode 2 eingestellt. Das gleiche gilt dann für Mode 1. Das Gute ist, der Mode wird gespeichert und ihr müsst nicht jedes Mal beim Neustarten den Mode wieder neu einstellen. Ihr könnt auch wieder mit dem Code ChrissiRC auf die erste Bestellung 5% sparen. Dazu einfach das Produkt eurer Wahl auswählen, in den Warenkorb legen, dann zur Kasse gehen, eure Daten eingeben, dann die Kundendaten abschicken, die Versandart und die Bezahlungsart wählen, dann auf Weiter klicken, dann seht ihr hier unten den offiziellen Preis. Dann müsst ihr einfach wieder nach oben scrollen, in dem Eingabefeld Couponcode eingeben, einfach ChrissiRC eingeben, auf Coupon einlösen klicken und wenn ihr danach wieder runter scrollt, seht ihr auch die 5% Ersparnis, hier in dem Fall 4,95 € und dann könnt ihr einfach eure Bestellung abschicken. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Update-Video zur RC Matt EC135 von Flightzone. Den Link stelle ich euch natürlich unten wieder in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar zu dem Hubschrauber unten in die Kommentare reinschreiben. Ein Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Abo und Glocke nicht vergessen natürlich und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.